Also tschüss! Hey, was macht ihr denn? Was macht ihr jetzt? Dingi-Rennen. Okay. Und wen habt ihr mit an Bord? Oh, Oh, wie sie noch. Papa, wie sie noch. Ja, super. Ey, das ist aber ein Dinky Race Anfängerfehler, Chill. Ja, ich dachte, die Crew macht sich selber los. Okay, jetzt Die aus dem Boot machen. Und alle Leinen rein. Sehr gut, bisschen links. Wir sind erst gestern. Schade, was machst du jetzt? Fock raus. Fock raus, genau, weil wir haben schon viel zu lange hier den Motor an. Aber Kalla ist Wissen es ja gefahren. noch gar nicht. Motor? Was soll der alles passieren? Ach so, ja, wissen wir alles noch gar nicht. Wir wissen überhaupt noch gar nichts. Also ja, wir sind wieder an Bord, endlich. Es ist wieder tief, Marco heißt es, glaube ich, in Aber der gerade ist Region. so schön. Macht gar nichts. Und wir sind gestern erst angekommen, haben alles soweit klar gemacht und sind natürlich jetzt schon unterwegs. Wollen heute so 35 Seemeilen Lübecker Bucht komplett hoch und dann nach Fehmarn. Und morgen den eigentlichen großen Schlag. Der Wind dreht auf Südwest, was uns dafür natürlich notwendigerweise wichtig ist. Und dann morgen den Schlag etwa 42, 43 Seemeilen über die Kieler Bucht nach Schleimünde. Das ist so der Plan. Und wir haben heute und morgen ordentlich Wind, sodass wir natürlich alles segeln können und auch Spaß haben werden. Und jetzt bereiten wir uns hier weiter vor. wer geht versucht lieber in eine Richtung? Die geht. Wir können durchhalten. Wenn man die 45 Grad jetzt vom Kurs abzieht und wenn wir durchgeheizt sind, können wir dann tatsächlich wahrscheinlich relativ cool den Rest des Weges auf diesem einen Windkurs fahren bis, bis Schwarzer Grund im Osten. Und dann so. Fußschutz ist dicht. Und Achtung. Wenn wir Dameshöfen so weit dort haben, dann können wir nicht noch denke mal halten. So, also wir haben jetzt eine kleine entspannte Single Passage vor uns. Vorher hatten wir noch ein lustiges Dingi-Rennen mit Olivia von den Nachbarn, von der Balena. Und jetzt sind wir aber aufgebrochen, weil wir heute Abend auch noch mit Freunden uns treffen im Hafen von Lempenhafen. Und jetzt segeln wir erstmal ein paar Stunden. Wir haben so Spitzengeschwindigkeit 7 Knoten. Ja, die Welle runter 7. Mhm. Genau, und Overground natürlich, klar. natürlich.
19. Fahr mal nach einem Büchchen bis 7. Also bis 27, 28 Mal wäre Böen drin. Merkt man aber überhaupt nicht. Ja, wird nur schneller. Dann surft man die Welle runter, über 7 Knoten mit Vollzeug. Ist schön. Das kann nichts Langes sein. So, wir sind jetzt einmal über den schwarzen Grund drüber. Das heißt Dameshöf, das ist dann die Ecke, die Kardinaltonne, die haben wir gerade hinter uns gelassen. Und jetzt können wir schon wieder in Richtung, man kennt es, den Fehmarnsund aufbrechen. Wir haben ganz gut Wind, wechselhaft. Von 8 bis 28 Knoten ist da alles drin. Fahren aber unter Vollzeug, volle Genua draußen, volles groß. Das Boot steckt es weg, vorher haben wir dann auch, war der Anker schon am Schwimmen. Wann sind wir ungefähr da? 3 Stunden? Naja, weniger. Wenn es so weiterläuft, schneller. Motor. Okay, wir haben jetzt 31 Knoten Wind. Vorher hat es auch mal 36 Knoten gehabt. Und deswegen haben wir mal gerefft. Und jetzt fahren wir noch so ein bisschen durch die Böen. Wir fahren 6,5 Knoten im zweiten Reff mit groß. Uns hat Böen bis 36 Knoten. Das ist schon ordentlich. Wir haben zum Glück kaum Welle, weil der Wind ja aus Südwest kommt mit West und hat sich kaum Welle aufbauen können, weil wir ja nah an der Küste fahren. Aber es ist schon ordentlich im Moment. Ist warm genug, oder? Ja. Ist kein Problem. Klar, ein richtiger Segler ist natürlich auch barfuß. Ja. Darf sich dann nicht beschweren, wenn er Warme Füße. oder irgendwo dagegen donnert. Gerade eben sind wir wieder mal durch den Fehmarnsund gefahren, unter der Brücke durch. Und dieses Mal gehen wir jetzt wohin, wo wir noch gar nicht waren, nämlich in die Orter Bucht, nach Leppenhafen und treffen dort die Hafenbucht. Ja. Und da ist auch ein Leuchtturm. Ja, wir fahren komplett gegen an.
Nächstes Mal geht es dann einmal über die ganze Kieler Bucht bis nach Schleimünde, also den Anfang der Schlei, wo wir erstmal ankern, bevor wir unsere Schleierkundungstour starten. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Da oben links und rechts gibt es dann noch andere Videos, die man auch unbedingt mal anschauen sollte. Und dann einmal noch der große Button in der Mitte, was ich wärmstens empfehle, einfach einmal auf den roten Button abonnieren klicken. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.